Lektion 1: Natur erkunden. Es gibt einen namens Greenville Nationalpark. Er ist nicht weit von hier. Das klingt nach einem wunderbaren Ort für einen Besuch. Welche Aktivitäten gibt es dort? Der Park bietet Wanderwege und malerische Picknickplätze, perfekt für einen Tagesausflug. Wie schön. Ich genieße es, die Natur zu erkunden und Zeit im Freien zu verbringen. Dann wird es Ihnen gefallen. Die Aussicht ist atemberaubend, besonders bei Sonnenuntergang. Das klingt magisch. Ich kann mir nur vorstellen, wie schön es sein muss. Das ist es wirklich. Außerdem gibt es verschiedene Wildtierarten zu beobachten. Das macht das Abenteuer noch größer. Ich würde gerne Fotos von der Landschaft machen. Sie sollten unbedingt Ihre Kamera mitbringen. Die Landschaften sind sehr fotogen. Lektion 2: Strände und bezaubernde Architektur. Haben Sie schon einmal einen Strand besucht, der Sie völlig sprachlos gemacht hat? Letters. Das Geräusch der Wellen, die gegen die Küste schlagen, hat etwas Magisches. Ich stimme vollkommen zu. Die Art und Weise, wie das Sonnenlicht auf dem Wasser tanzt, ist einfach faszinierend. Es ist, als wäre der Ozean eine mit schimmernden Farben bemalte Leinwand. Und wie sieht es mit der Architektur in Strandnähe aus? Einige dieser Bauwerke sind recht charmant. Absolut. Die Mischung aus modernem Design und traditionellen Elementen schafft eine einzigartige Atmosphäre. Das finde ich faszinierend. Es ist, als hätte jedes Gebäude eine Geschichte zu erzählen. Ja, und die leuchtenden Farben spiegeln oft den lebendigen Geist der Gegend wider. Ich würde gerne einen Ort erkunden, an dem Strand auf atemberaubende Architektur trifft. Lektion 3: Ein bester Freund, mit dem man das Leben teilen kann. Es ist sehr erfrischend, einen besten Freund zu haben, mit dem man alles teilen kann. Ich stimme voll und ganz zu. Jemanden zu haben, dem man sich anvertrauen kann, macht das Leben so viel reicher. Es ist beruhigend zu wissen, dass Sie Ihre Gedanken ohne jegliche Vorurteile diskutieren können. Ich glaube, ein wahrer Freund hört zu und unterstützt einen in guten wie in schwierigen Zeiten. Ich kann mir nicht vorstellen, die Höhen und Tiefen des Lebens ohne einen solchen Begleiter zu meistern. Es macht wirklich einen erheblichen Unterschied, nicht wahr? Ja, und das Teilen von Momenten, ob groß oder klein, schafft bleibende Erinnerungen. Diese Erinnerungen werden zum Stoff unseres Lebens, verwoben mit Lachen und Freude. Ich schätze diese gemeinsamen Erlebnisse sehr. Lektion 4: Die Macht der Unterstützung. Haben Sie schon einmal bemerkt, wie ein wenig Unterstützung den Tag verändern kann? Tatsächlich kann es eine düstere Situation in eine erträglichere Erfahrung verwandeln. Ich finde, dass selbst einfache Ermutigung Wunder für unsere Stimmung bewirken kann. Auf jeden Fall. Es ist wichtig, sich mit positiven Einflüssen zu umgeben. Ich habe langsam Wege gefunden, mit den Herausforderungen des Lebens fertig zu werden. Das ist ein lobenswerter Ansatz. Die Unterstützung zu suchen ist ein Zeichen von Stärke, nicht von Schwäche. Ich schätze diese Perspektive. Sie hilft mir, mich in meinen Kämpfen weniger isoliert zu fühlen. Denken Sie daran, wir alle stehen vor Schwierigkeiten und wenn wir sie teilen, kann das die Belastung verringern. Vielen Dank für die Erinnerung.
Es ist beruhigend zu wissen, dass ich nicht allein bin. Lektion 5: Unwahrscheinliche Begegnungen. Stellen Sie sich einen Lehrer aus dem Osten vor, der einen Cowboy aus dem Westen trifft. Das klingt nach dem Beginn einer faszinierenden Geschichte, nicht wahr? Anfangs fällt es Ihnen möglicherweise schwer, die Sichtweisen des anderen zu verstehen. Ja, kulturelle Unterschiede können zumindest anfangs zu Missverständnissen führen. Ich bin jedoch davon überzeugt, dass solche Begegnungen Wachstum und Lernen fördern können. Auf jeden Fall. Sie würden irgendwann Gemeinsamkeiten entdecken, vielleicht durch gemeinsame Interessen. Ich kann mir schon die humorvollen Wortwechsel und peinlichen Momente vorstellen, die Sie erleben würden. Es könnte sich zu einem herrlichen Abenteuer voller Lachen und Erkenntnisse entwickeln. Was für eine faszinierende Art, die Schönheit der Vielfalt zu entdecken. Lektion 6: Die Pietà von Michelangelo. Eine der berühmtesten Skulpturen Michelangelos ist die Pietà. Es ist in der Tat ein Meisterwerk, das tiefe Emotionen und Kunstfertigkeit einfängt. Die Art und Weise, wie er Maria mit Jesus im Arm darstellte, ist berührend und kraftvoll zugleich. Ja, die Einzelheiten ihrer Ausdrücke vermitteln ein tiefes Gefühl von Trauer und Liebe. Es ist bemerkenswert, wie eine einzelne Skulptur so starke Gefühle hervorrufen kann. Michelangelo hatte wirklich die Gabe, Stein zum Leben zu erwecken. Ich frage mich oft, was ihn dazu inspiriert hat, ein so ergreifendes Stück zu schaffen. Sein Verständnis für menschliche Emotionen ist in jeder Kurve und Kontur erkennbar. Es hinterlässt sicherlich einen bleibenden Eindruck bei allen, die es sehen. Lektion 7: Lernen durch Online-Tutorials. Haben Sie schon einmal versucht, sich Online-Tutorials anzusehen? Ja, sie sind sehr nützlich, um im eigenen Tempo neue Fähigkeiten zu erlernen. Ich finde, dass sie unglaublich informativ sein können und ein breites Themenspektrum abdecken. Auf jeden Fall. Manchmal nehme ich sogar an Workshops in meiner Gemeinde teil, um mein Verständnis zu vertiefen. Das klingt nach einer großartigen Möglichkeit, mit anderen in Kontakt zu treten, die ähnliche Interessen haben. Es ist auch eine hervorragende Gelegenheit, das Gelernte in die Praxis umzusetzen. Ich schätze den interaktiven Charakter solcher Workshops, denn dadurch macht das Lernen mehr Spaß. Dem stimme ich zu. Der Erfahrungsaustausch mit anderen bereichert den Lernprozess. Was für eine wunderbare Möglichkeit, eine Gemeinschaft eifriger Lerner zu fördern. Lektion 8: Arbeiter- und Treueprogramme. Ist Ihnen aufgefallen, wie viele Geschäfte heutzutage Rabatte anbieten? Tatsächlich scheint es sich um eine strategische Möglichkeit zu handeln, mehr Kunden zu gewinnen. Besonders interessant finde ich Treuprogramme, die Vielkäufer belohnen. Hilf. Es ist eine Win-Win-Situation für das Unternehmen und den Kunden. Ich nutze diese Programme oft, um etwas Geld zu sparen. Es ist immer eine Freude, als treuer Kunde einen Rabatt zu erhalten. Außerdem werden wir dazu ermutigt, die neuen Produkte des Geschäfts zu erkunden. Ja, das Entdecken neuer Artikel kann ziemlich aufregend sein, insbesondere mit einem Rabatt. Ich glaube, es ist wichtig, über solche Angebote auf dem Laufenden zu bleiben. Lektion 9: Wetterneid. Es ist so ein schöner Tag draußen.
Ich wünschte, Sie könnten ihn auch erleben. Ich neide dich. Es regnet hier, was mir natürlich die Laune verdirbt. Ich kann mir nur vorstellen, wie sehr das Geräusch des Regens auf Ihnen lasten muss. Tatsächlich weckt es in mir die Sehnsucht nach sonnigen Tagen voller Wärme. Vielleicht könnten Sie bald einen Besuch planen, um das Wetter hier zu genießen. Das klingt ja herrlich. Ich würde der Tristesse gerne mal kurz entfliehen. Ein bisschen Sonnenschein kann Wunder für die Stimmung bewirken, meinen Sie nicht auch? Absolut. Ich stelle mir schon vor, wie ich in der Sonne entspanne. Wir hoffen, dass sich das Wetter bei Ihnen bald bessert. Lektion 10. Hobbies entdecken. Ich habe darüber nachgedacht, ein neues Hobby zu beginnen. Das klingt interessant. Was schwebt Ihnen vor? Ich denke darüber nach, mit der Fotografie zu beginnen. Es scheint mir eine lohnende Beschäftigung zu sein. Ich unterstütze diese Idee voll und ganz. Momente festzuhalten kann sehr erfüllend sein. Ich glaube, es ermöglicht einen, die Welt aus verschiedenen Perspektiven zu sehen. Ja, es ist eine wunderbare Möglichkeit, Kreativität auszudrücken. Haben Sie noch andere Hobbys, die Ihnen Spaß machen? Ja, ich male auch sehr gern. Es ist eine tolle Möglichkeit, mich zu entspannen. Diese Aktivitäten klingen nach einer perfekten Mischung aus Kreativität und Spaß. Lektion 11. Versicherungen verstehen. Es ist gut, über die verschiedenen Aspekte der Verwendung einer Mastercard Bescheid zu wissen. Tatsächlich kann das Verständnis der Bedingungen einen vor unerwarteten Überraschungen bewahren. Gibt es zusätzliche Versicherungen, die ich bei der Verwendung meiner Karte in Betracht ziehen sollte? Ja, viele Karten bieten eine Reiseversicherung an, die sehr vorteilhaft sein kann. Das sind nützliche Informationen. An diesen Aspekt hätte ich nicht gedacht. Es ist immer ratsam, das Kleingedruckte zu lesen, um sicherzustellen, dass man ausreichend abgesichert ist. Ich schätze Ihre Erkenntnisse. Sie helfen mir, fundierte Entscheidungen zu treffen. Ich helfe Ihnen gerne weiter. Wissen ist in Finanzfragen unerlässlich. Vielen Dank für die wertvollen Informationen. Wir wissen das sehr zu schätzen. Lektion 12. Grüne Güte. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass Gurken immer grün sind? Tatsächlich sind sie ziemlich lebendig und symbolisieren Frische, nicht wahr? Absolut. Es lässt einen darüber nachdenken, wie außergewöhnlich gesund grünes Gemüse ist. Glaub, sie stecken voller Vitamine und Mineralien und sind daher ein Grundnahrungsmittel für eine gesunde Ernährung. Haben Sie ein Lieblingsgemüse? Ich würde sagen, Spinat ist mein Favorit. Er ist vielseitig und kann in vielen Gerichten verwendet werden. Oh, ich liebe Spinat auch. Hast du ihn schon mal in einem Smoothie probiert? Ich habe es und überraschenderweise schmeckt es köstlich, wenn es mit Früchten gemischt wird. Das klingt faszinierend. Vielleicht sollte ich es mal versuchen. Lektion 13. Stadtabenteuer. Unterwegs verschiedene Städte zu erkunden ist ein aufregendes Erlebnis, nicht wahr? Dem kann ich nur zustimmen. Jede Stadt hat ihren eigenen Charme und Überraschungen, die darauf warten, entdeckt zu werden. Genau.
Ich finde, dass das Entdecken verborgener Schätze oft der Höhepunkt meiner Reisen ist. Absolut. Es hat etwas Aufregendes, durch unbekannte Straßen zu schlendern. Und das Essen. Ich glaube, jede Stadt hat ihre eigenen kulinarischen Spezialitäten, die man unbedingt probieren muss. In der Tat, es ist immer ein Abenteuer, lokale Gerichte und Aromen zu probieren. Apropos Essen, haben Sie schon einmal eine Stadt besucht, die für ihr Streetfood bekannt ist? Ja, ich habe einmal eine Stadt besucht, in der die Straßenhändler eine große Auswahl an köstlichen Snacks anboten. Das klingt herrlich. Ich kann mir nur vorstellen, wie verlockend es gewesen sein muss, alles auszuprobieren. Lektion 14. Reservierungen sind wichtig. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, wie beliebt dieses neue Restaurant geworden ist? Das habe ich auf jeden Fall. Eine Reservierung ist dort unbedingt erforderlich, insbesondere während der Stoßzeiten. In der Tat. Als ich das letzte Mal ohne Los fuhr, musste ich über eine Stunde warten. Das klingt ziemlich frustrierend. Ich kann mir vorstellen, dass es dort unglaublich voll wird, besonders an den Wochenenden. Ja, ich habe meine Lektion auf die harte Tour gelernt. Jetzt rufe ich immer vorher an. Das ist für. Es ist viel besser, einen garantierten Tisch zu haben, als draußen stehen zu müssen. Genau. Ich verstehe nicht, warum manche Leute das riskieren. Vielleicht glauben sie, dass sie Glück haben werden, aber Glück ist keine Strategie, wenn es ums Essen gehen geht. Sehr wahr. Ich denke, ich werde anfangen, diesen Rat mit meinen Freunden zu teilen. Lektion 15. Die Reise von Jesse Chisholm. Haben Sie schon einmal von Jesse Chisholm gehört? Seine Reisen waren ziemlich bemerkenswert. Ja, das habe ich. Er war mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert, als er die Indianerstämme in den Badlands durchquerte. Es ist faszinierend, wie er es geschafft hat, durch dieses tückische Gelände zu navigieren, nicht wahr? Hilf! Ich kann mir nur vorstellen, welchen Gefahren er auf einer solchen Reise ausgesetzt war. Stimmt's? Er muss unglaublich einfallsreich gewesen sein, um diese Begegnungen zu überleben. Ich frage mich, wie er mit den Stämmen kommunizierte, denen er unterwegs begegnete. Das ist ein interessanter Punkt. Ich nehme an, er musste sich auf Gästen und gemeinsame Erfahrungen verlassen. In der Tat, es ist beeindruckend, wie der Handel in dieser Zeit verschiedene Kulturen zusammenbrachte. Das ist es wirklich. Sein Vermächtnis als Pelzhändler ist auch heute noch von Bedeutung. Lektion 16. Itzer Vorlieben. Was sind Ihre Lieblingspizzabellige? Normalerweise nehme ich Mozzarella, Peperoni und etwas geschnittenes Gemüse. Das klingt köstlich. Ich persönlich bevorzuge eher eine klassische Pizza Margherita. Ah, die Einfachheit von frischem Basilikum und Tomaten ist wirklich ansprechend. Ja, und es ist eine großartige Option, wenn man es leicht halten möchte. Das kann ich nachvollziehen. Ich bin jedoch der Meinung, dass ein wenig Würze einer Pizza Charakter verleiht. Das ist ein guter Einwand. Vielleicht sollten wir das nächste Mal eine scharfe Peperoni probieren. Jetzt sprechen Sie meine Sprache. Ein kleiner Kick kann das gesamte Erlebnis verbessern. Ich freue mich auf unser Pizza-Abenteuer.
Es wird eine wunderbare kulinarische Entdeckungsreise. Lektion 17. Der einzigartige Mond der Erde. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, wie einzigartig die Erde unter den Planeten ist? Das habe ich, vor allem wenn man bedenkt, dass der Mond im Verhältnis zu seiner Größe so groß ist. Genau. Es ist ziemlich ungewöhnlich und beeinflusst viele Aspekte des Lebens hier. Wie die Gezeiten. Sie werden maßgeblich von der Anziehungskraft des Mondes beeinflusst. Genau. Es ist faszinierend, wie etwas so Weites eine solche Wirkung haben kann. Ich finde es bemerkenswert, dass es in vielen Kulturen Mythen rund um den Mond gibt. Ja, der Mond hat im Laufe der Geschichte unzählige Geschichten und Legenden inspiriert. Ich frage mich, wie sich unser Leben ändern würde, wenn es überhaupt keinen Mond gäbe. Das ist ein faszinierender Gedanke. Vielleicht wären unsere Nächte viel dunkler und weniger magisch. Lektion 18. Ausgangspunkte. Wo sollte man Ihrer Meinung nach bei jedem Projekt anfangen? Das ist eine grundsätzliche Frage. Ich frage mich oft, wo wir unseren Ausgangspunkt setzen können. Ich denke, dass es entscheidend ist, das Kernproblem zu identifizieren, bevor man fortfährt. Auf jeden Fall. Ohne Klarheit kann man sich im Prozess leicht verlieren. Es ist wichtig, für jedes Unterfangen eine solide Grundlage zu schaffen. Ja, und es hilft oft auch, sich das Endziel vorzustellen. Das ist eine großartige Strategie. Sie kann während der gesamten Reise motivierend wirken. Der Stimme zu. Das Setzen klarer Ziele kann einem bei Herausforderungen helfen. Vielleicht sollten wir ein Brainstorming zu möglichen Ausgangspunkten für unser nächstes Projekt durchführen. Lektion 19. Tools für die Zusammenarbeit. Wie verwalten Sie Ihre Projekte im Zeitalter der Technologie? Normalerweise verwende ich Tools zur Zusammenarbeit, um alles organisiert zu halten. Das ist eine kluge Entscheidung. Ich verwende auch Projektmanagement-Software, um Aufgaben zu rationalisieren. Es erleichtert die Kommunikation erheblich, nicht wahr? In der Tat, die Möglichkeit, Updates in Echtzeit zu teilen, ist unglaublich nützlich. Ich kann mir nicht vorstellen, zu den alten Methoden der Projektverwaltung zurückzukehren. Ich auch nicht. Der Effizienzgewinn ist bemerkenswert. Haben Sie ein Lieblingswerkzeug, das Sie besonders nützlich finden? Das tue ich. Ich finde, dass es eine bessere Nachverfolgung des Fortschritts und der Fristen ermöglicht. Lektion 20. Familienbande. Lassen Sie mich Ihnen etwas über meine Familienstruktur erzählen. Meine Großeltern haben 2 Söhne. Das ist interessant. Einer von ihnen ist also Ihr Vater, richtig? Ja, und der andere ist mein Onkel Bill. Ist Onkel Bill verheiratet? Das ist er tatsächlich. Er ist mit meiner Tante Susanne verheiratet. Das klingt wunderbar. Familientreffen müssen sehr angenehm sein. Das sind sie. Am Esstisch wird immer gelacht und Geschichten erzählt. Das kann ich mir vorstellen. Es ist wunderbar, eine eng verbundene Familie zu haben. Absolut. Familienbande schaffen ein Gefühl der Zugehörigkeit, das unersetzlich ist.
Lektion 21. Unerwartete Orte. Haben Sie jemals einen Ort besucht, der Sie überrascht hat? Meiner Meinung nach ermöglicht das Reisen definitiv unerwartete Entdeckungen. Ich stimme voll und ganz zu. Manchmal findet man die besten Erlebnisse abseits der ausgetretenen Pfade. Ja, diese verborgenen Schätze erzählen oft die faszinierendsten Geschichten. Ich erinnere mich an den Besuch eines kleinen Dorfes, das nicht einmal auf der Karte verzeichnet war. Das klingt abenteuerlich. Was hast du dort gefunden? Ich entdeckte ein lebhaftes und lebendiges lokales Festival. Wie wunderbar. Es muss eine erfrischende Abwechslung zu den Touristenattraktionen gewesen sein. Das war es auf jeden Fall. Diese glücklichen Zufälle machen das Reisen erst lohnenswert. Lektion 22. Ballon di Matta. Haben Sie sich schon einmal von Ihren Verantwortlichkeiten überwältigt gefühlt? Ja, ich habe das Gefühl, als würden sie den Ballon meines Lebens beschweren. Das ist eine ziemliche Metapher. Ich verstehe den Druck, der dadurch entstehen kann. Ich höre oft Stimmen in meinem Inneren, die mir sagen, dass ich in Schwierigkeiten geraten werde, wenn ich an Bord dieser wertvollen Fracht bleibe. Das ist ein tiefgründiger Gedanke. Es ist entscheidend zu wissen, wann man Belastungen loslassen muss. In der Tat, manchmal muss ein wenig Gewicht abgelassen werden, um wieder frei zu schweben. Es geht doch darum, ein Gleichgewicht zu finden, oder nicht? Ja, und zu erkennen, was in unserem Leben wirklich wichtig ist. Wir sollten uns daran erinnern, dass es völlig in Ordnung ist, bei Bedarf um Hilfe zu bitten. Lektion 23. Dekorationsideen. Freust du dich schon auf die bevorstehende Tonnenpartie? Oh, das klingt lustig. Wir können mit Muscheln und Palmen dekorieren, oder? Ja, das würde eine schöne tropische Atmosphäre schaffen. Ich kann mir bereits vorstellen, dass die Dekorationen der Veranstaltung eine lebendige Note verleihen. Absolut. Es wird jeden in ein sonniges Paradies versetzen. Ich glaube, dass die richtige Dekoration die perfekte Stimmung erzeugen kann. Ich stimme zu. Es geht darum, eine einladende Umgebung für alle zu schaffen. Vielleicht sollten wir auch einige Strandspiele in Betracht ziehen. Das ist eine fantastische Idee. Dadurch wird die Party noch unvergesslicher. Lektion 24. Abenteuer in der Nähe. Ich habe von einem entzückenden kleinen Café gehört. Das klingt perfekt. Ist es in der Nähe? Ich würde es gerne ausprobieren. Ja, es ist nur ein paar Blocks von hier entfernt. Wie wunderbar. Ich entdecke gerne neue Restaurants. Ich auch. Es ist aufregend, lokale Juwelen zu erkunden. Glauben Sie, dass es Sitzgelegenheiten im Freien gibt? Ich glaube, das ist der Fall und es wäre perfekt, um die frische Luft zu genießen. Das klingt wunderbar. Ich esse am liebsten im Freien, wann immer es möglich ist. Ich teile Ihre Meinung. Essen im Freien hat etwas Besonderes. Lektion 25. Nährstoffreiche Alternativen. Ich habe vor kurzem meine Essgewohnheiten geändert. Verwickelt.
Was hast du anders gemacht? Ich ersetze ungesunde Snacks durch nahrhafte Alternativen wie Obst oder Nüsse. Das ist ein fantastischer Ansatz. Haben Sie Veränderungen bemerkt? Ja, ich fühle mich den ganzen Tag über energiegeladener. Das ist toll zu hören. Es ist erstaunlich, wie sich Essen auf unser Energieniveau auswirken kann. Ich habe auch angefangen, Smoothies aus frischen Zutaten zu genießen. Smoothies sind köstlich. Sie können sowohl nahrhaft als auch erfrischend sein. Genau. Ich finde, sie sind der perfekte Snack für zwischendurch. Lektion 26. Treffen im Geschäft. Perfekt. Ich treffe sie am Ladeneingang. Zur Ver- Gibt es etwas Bestimmtes, das ich mitbringen soll? Vielleicht könntest du ein paar Snacks für unseren Ausflug mitbringen? Auf jeden Fall. Welche Snacks magst du am liebsten? Ich mag Abwechslung, aber gesunde Alternativen wären ideal. Klingt gut. Ich werde nach ein paar Fruchtriegeln und Nüssen suchen. Das wäre perfekt. Ich freue mich über Ihre Hilfe. Kein Problem. Gemeinsam macht die Zubereitung immer mehr Spaß. Ich stimme voll und ganz zu. Ich freue mich auf unser Abenteuer. Lektion 27. Fitnessstudio-Ausstattung. Ich kann es kaum erwarten, mein Fitnessprogramm im neuen Fitnessstudio zu beginnen. Das klingt perfekt. Gibt es im Fitnessstudio Handtücher? Ja, sie bieten Handtücher an, was ziemlich praktisch ist. Das ist wunderbar. Es macht den Gang ins Fitnessstudio viel einfacher. In der Tat. Ich bin froh, dass ich nicht jedes Mal mein eigenes mitbringen muss. Ja, das ist eine Sorge weniger beim Training. Und haben Sie sich Ihre Ausrüstung schon angesehen? Das habe ich. Sie haben eine Vielzahl von Geräten und Gewichten zur Verfügung. Das ist fantastisch. Ich freue mich darauf, sie alle auszuprobieren. Lektion 28. Gadget-Abhängigkeit. Ist Ihnen aufgefallen, wie abhängig wir von Geräten geworden sind? Ich weiß, Bruder, es ist zu einem integralen Bestandteil unseres täglichen Lebens geworden. Absolut. Ich frage mich manchmal, wie wir vor der Erfindung der Smartphones zurechtgekommen sind. Es ist erstaunlich. Wir haben jetzt alles zur Hand. In der Tat. Von der Kommunikation bis zur Unterhaltung. Gadgets können alles. Manchmal mache ich mir allerdings Sorgen, dass diese persönliche Verbindung verloren geht. Das ist eine berechtigte Sorge. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zu finden. Ja, vielleicht sollten wir gelegentlich gadgetfreie Tage einplanen. Das klingt nach einer großartigen Idee. Es könnte uns helfen, wieder Kontakt aufzunehmen. Lektion 29. Landwirtschaftliche Möglichkeiten. Haben Sie schon einmal über das Potenzial der Landwirtschaft nachgedacht? Ja, man könnte Geld verdienen, indem man Getreide anbaut und es in Europa verkauft. Um erfolgreich zu sein, bräuchten Sie jedoch eine kostengünstige und zuverlässige Möglichkeit, Güter zu transportieren.
Das stimmt. Die Logistik spielt eine bedeutende Rolle für die Rentabilität. Genau. Ohne einen soliden Plan lohnt sich der Aufwand möglicherweise nicht. Es kann sicherlich eine Herausforderung sein, aber die Belohnung könnte beträchtlich sein. Ich frage mich, welche Arten von Feldfrüchten am rentabelsten wären. Vielleicht Bioprodukte. Dafür scheint es einen wachsenden Markt zu geben. Das ist ein ausgezeichneter Punkt. Es wäre interessant, das weiter zu erforschen. Lektion 30. Sicherheitsvorkehrungen. Ich habe kürzlich einige Reisetipps zur Sicherheit gelesen. Oh, was haben Sie erwähnt? Sie erwähnen auch, dass keine Gegenstände von Fremden angenommen werden sollen. Das ist ein entscheidender Ratschlag. Die Gefahr durch Fremde sollte immer ernst genommen werden. Auf jeden Fall. Es ist besser, auf Nummer sicher zu gehen. Ich stimme zu. Vertrauen Sie in Sachen Sicherheit auf Ihren Instinkt. Ja, und es ist ratsam, sich immer seiner Umgebung bewusst zu sein. Wer Vorsicht kann viele potenzielle Probleme verhindern. Behalten wir diese Tipps immer im Hinterkopf, wenn wir gemeinsam reisen. Lektion 31. Bequemlichkeit entdecken. Ich habe vor kurzem einen wirklich praktischen Ort für unser nächstes Treffen gefunden. Das ist großartig. Wie sind Sie auf diesen Ort gestoßen? Ein Freund hat es empfohlen und ich war angenehm überrascht, wie leicht es zugänglich ist. Ich schätze einen Standort, der leicht zu erreichen ist. Das spart viel Zeit. Genau, so können wir uns auf unsere Diskussionen konzentrieren, anstatt zu reisen. Welche Eigenschaften bietet dieser Standort, die Sie ansprechend finden? Es verfügt über ausreichend Parkplätze und eine angenehme Atmosphäre für produktive Gespräche. Dies sind in der Tat wesentliche Elemente für ein erfolgreiches Meeting. Ich bin überzeugt, dass es für unsere Bedürfnisse eine ausgezeichnete Wahl ist. Lektion 32. Kulinarische Abenteuer. Ich habe über die indischen Gerichte nachgedacht, die ich probieren sollte. Irgendwelche Vorschläge? Naanbrot mit Kohl dürfen Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen. Es ist einfach köstlich. Das klingt köstlich. Wie wäre es mit Biryani? Lohnt es sich, es zu probieren? Plov. Biryani ist ein schmackhaftes Gericht, das viele Menschen lieben. Ich kann es kaum erwarten, diese Gerichte zu genießen. Sie klingen nach einem wahren kulinarischen Abenteuer. Sie werden nicht enttäuscht sein. Die Gewürze und Aromen sind betörend. Ich möchte unbedingt mehr über die indische Küche und ihre Vielfalt erfahren. Jedes Gericht hat seine eigene einzigartige Geschichte. Es ist faszinierend, mehr darüber zu erfahren. Lass uns bald ein Fest planen. Ich möchte alles erleben. Lektion 33. Vereinbarungen verstehen. Wir sollten die Bedingungen besprechen, bevor wir mit der Vereinbarung fortfahren. Auf jeden Fall. Lassen Sie uns zunächst die wichtigsten Punkte skizzieren, die einer Erklärung bedürfen. Es ist wichtig sicherzustellen, dass wir beide hinsichtlich der Erwartungen auf derselben Seite stehen. Ich stimme voll und ganz zu. Für einen reibungslosen Ablauf ist eine klare Kommunikation unerlässlich.
Sollen wir abwechselnd jeden Begriff zusammenfassen, um Missverständnisse zu vermeiden? Das klingt nach einem praktischen Ansatz. Er wird uns helfen, organisiert zu bleiben. Ich weiß Ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit zu schätzen. Das macht die Dinge einfacher. Gemeinsam können wir die Details mit Leichtigkeit und Zuversicht durchgehen. Wir stellen sicher, dass jeder Aspekt vor der Fertigstellung gründlich verstanden wird. Lektion 34: Taxiarrangements. Ich möchte für meine bevorstehende Reise ein Taxi zum Flughafen bestellen. Natürlich sehr. Wann soll das Taxi kommen? Ich glaube, eine Abholung am frühen Morgen wäre für meinen Flug ideal. Das klingt vernünftig. Ich werde dafür sorgen, dass alles entsprechend geplant wird. Vielen Dank für Ihr Entgegenkommen. Dadurch läuft der Vorgang viel reibungsloser ab. Es ist mir ein Vergnügen. Benötigen Sie sonst noch Hilfe? Vielleicht eine Erinnerung, meine Reisedokumente vor der Abreise zu überprüfen? Ich werde Ihnen eine Erinnerung einrichten. Es ist wichtig, dass alles in Ordnung ist. Ich weiß Ihre Hilfe zu schätzen. Sie lindert meinen Reisestress etwas. Lektion 35: Künstlerische Prozesse. Ich finde es faszinierend, wie sich die Darstellung von Szenen und Ereignissen im Laufe der Zeit entwickelt hat. Tatsächlich, das Verfahren zur Herstellung von Drucken, beispielsweise die Lithografie, erfreute sich im Norden großer Beliebtheit. Die Lithografie ist eine recht interessante Technik, die komplizierte Designs ermöglicht. Bitte Louvre. Es hat die Art und Weise, wie Kunst reproduziert und verbreitet wurde, revolutioniert. Ich bewundere, wie Künstler diese Methode nutzen, um ein breiteres Publikum zu erreichen. Es ist bemerkenswert, wie Kunst Menschen unterschiedlicher Kulturen verbinden kann. Ich würde gerne mehr über die Geschichte und den Einfluss der Lithografie erfahren. Das wäre eine wunderbare Erkundung. Kunst erzählt so kraftvolle Geschichten. Lassen Sie uns gemeinsam tiefer in dieses Thema eintauchen, es wird sicherlich aufschlussreich sein.